Chaos in Lux, Jins Ankunft endet in Tränen und Unruhe. Hallo, liebe BTS-Fans. Was als freudiger Moment gedacht war, verwandelte sich in ein herzzerreißendes Chaos. Die Ankunft von Jin, dem ältesten Mitglied von BTS, frisch aus dem Militärdienst entlassen, verlief in Los Angeles völlig anders als erwartet. Trotz großer Vorfreude und weltweiter Army-Unterstützung geriet die Situation am internationalen Flughafen von Los Angeles außer Kontrolle, voller Panik, Verwirrung und Angst. Die Ruhe vor dem Sturm. Alles begann kurz vor Mittag, als sich Hunderte von Fans im Ankunftsbereich des Lux versammelten. Gerüchte kursierten, dass Jins Flug gerade gelandet sei. Banner wurden gehisst, Handys in die Höhe gestreckt, und die Emotionen kochten über. Flüsternde Stimmen zogen durch die Menge, er ist wirklich hier. Endlich. Nicht weinen, atmen. Der Moment, auf den die Fans fast 2 Jahre gewartet hatten, war endlich da. Jin, das erste BTS-Mitglied, das seinen Militärdienst absolviert hatte, war zurück. Ein neues Kapitel sollte beginnen mit einer geplanten Solotour in den USA. Doch niemand konnte vorhersehen, wie schnell die Situation eskalieren würde. Ein gescheitertes Wiedersehen. Als Jin schließlich erschien, hallten die Schreie nicht vor Freude, sondern vor Verwirrung durch die Halle. Dutzende Fans stürmten nach vorne, durchbrachen die spärlichen Absperrungen. Die Flughafensicherheit schien überfordert und reagierte zu spät. Innerhalb von Sekunden war die Kontrolle verloren. Jin stand mittendrin, das Gesicht angespannt, seine Augen suchten verzweifelt nach einem Ausweg. Videos zeigten ihn kurz vor dem Zusammenbruch, während die Menge außer Kontrolle geriet. Schreie in verschiedenen Sprachen überlagerten sich, eine Person fiel in Ohnmacht, eine andere verlor ihren Schuh. Ein Unbekannter soll sogar Jins Manager gestoßen haben. Verschwommene Aufnahmen gingen viral, doch die zentrale Frage blieb: Was ist hier wirklich passiert und warum wurde es nicht verhindert? Theorien, Spekulationen und Schuldgefühle. Zahlreiche Theorien machten die Runde. Einige behaupteten, Jins Ankunftszeit sei von internen Quellen geleakt worden. Andere beschuldigten Contentjäger, absichtlich Chaos gestiftet zu haben, um exklusive Aufnahmen zu bekommen. Wieder andere warfen Big Hit vor, die Begeisterung der Fans unterschätzt zu haben. Doch die schmerzlichste Reaktion kam von den Fans selbst. Sie nannten den Moment tragisch. Ein Army schrieb auf Viverse, es hätte ein schöner Moment sein sollen. Aber es fühlte sich an, als würde er vor uns davonlaufen. In mehreren Videos sieht man Jin, wie er in ein wartendes Auto eilt, umringt von Bodyguards, die einen menschlichen Schild bilden. Keine Zeit zum Winken. Kein Lächeln. Ein vergrößertes Foto zeigte, wie seine Hand den Mantel fest umklammert hielt, als wolle er etwas Zerbrechliches in sich schützen. Hoffnungen, die zu Wunden wurden. Fast 2 Jahre hatten ARMYs auf Jin gewartet. Jeder Militärupdate, jedes Foto, J. Hallo, liebe BTS-Fans. Kann ein einziger Satz, ausgesprochen in wenigen Sekunden, einen so tiefen emotionalen Eindruck hinterlassen, selbst bei jemandem wie Kim Taeyong, der als einer der stärksten Charaktere der Gruppe gilt? Warum wird Jeon Jungkooks Nachricht an seine Bandkollegen noch Tage nach dem Vorfall in Los Angeles heiß diskutiert? War es wirklich nur ein harmloser Scherz unter Freunden oder doch ein Spiegelbild einer viel tieferen, emotionaleren und persönlicheren Verbindung, als es das Publikum je zuvor gesehen hat? Diese Frage hallt nicht nur durch die Reihen der ARMYs, sondern auch durch internationale Medien und bei Experten für nonverbale Kommunikation, die das Verhalten von Weltstars analysieren. Der Vorfall geschah live, vor den Augen von hunderten zufälligen Fans vor Ort und Tausenden, die später die Aufzeichnung oder die viral gegangenen Clips sahen. Und der Ort? Kein Zufall. Los Angeles, USA, eine Stadt, die immer wieder Schauplatz bedeutender Momente in der Karriere von BTS war.
Inmitten dieser Stadt entstand ein stiller Moment, der eine laute Diskussion entfachte, ein nicht offiziell angekündigtes, aber dokumentiertes Treffen zwischen Jungkook und Taeyong in einem privaten Studio in West Hollywood. Zunächst wirkte das Aufeinandertreffen ganz normal, zwei enge Freunde, die sich begrüßten, sich anlächelten, wie so oft. Doch ein Moment ließ viele nicht mehr los. Jungkook näherte sich sichtbar bewegt Taeyong und flüsterte ihm etwas zu leise, um es klar zu verstehen. Aber Taeyongs Reaktion sagte alles. Sein Blick wurde feucht. Sein Kiefer spannte sich an. Und dann nur ein stummes Nicken, keine Worte. Was hatte Jungkook ihm gesagt? Warum war Taeyongs Reaktion so tiefgehend? Und war es eine Botschaft, die nur die beiden verstehen konnten? Die Spekulationen explodierten. Einige vermuteten, es gehöre zu einem neuen kreativen Projekt, andere glaubten an einen emotionalen Höhepunkt einer lang gereiften Beziehung. Ein exklusiver Bericht aus Korea stützt sich auf eine Tonaufnahme, die versehentlich ein externes Mikrofon erfasst hatte. Was dort zu hören war, ließ vielen den Atem stocken. Ich weiß nicht, ob ich es auf der Bühne sagen kann, also sage ich es jetzt. Du warst der einzige Grund, warum ich diese schwere Zeit überstanden habe. Wenn diese Worte wirklich von Jungkook stammen, dann war es kein bloß sentimentaler Moment, sondern ein historisches Eingeständnis nach Jahren unter Druck, seit ihrer Jugendzeit. Doch um welche schwere Zeit ging es? Viele vermuten, es habe mit der Pause der Gruppe zu tun, mit dem persönlichen Druck in einer globalen Öffentlichkeit, mit der Suche nach Identität inmitten der Weltbühne. Taeyong hatte in einem Interview mit dem Viverse Magazin über das Jahr 2023 gesagt, es sei das ruhigste seines Lebens gewesen, eine Ruhe, die von innen kam, nicht von außen. Wenn man nun Jungkooks Worte damit verbindet, ergibt sich ein emotionaler roter Faden, nur eine Person wusste, wie schwer diese Zeit war. Diese Person war Taeyong. Seine Worte waren kein bloßes Flüstern, es war die tiefste Form emotionaler Anerkennung, die ein Mensch einem anderen geben kann. Vielleicht sogar mehr als das? Ein großer Teil der Army sah darin den Höhepunkt einer Beziehung, die über Freundschaft hinausgeht. Big Hit Music gab wie üblich keinen Kommentar ab und gerade dieses Schweigen verstärkte die öffentliche Deutung nur. Ohne offizielles Dementi blieb Raum für Interpretationen und diese explodierten. Nur wenige Tage später postete Jungkook eine Instagram-Story mit dem Song Lover von Taylor Swift mit der Zeile Can I go where you go? Ein Zufall? Oder ein verschlüsselter Gruß an Taeyong?